Ja Leute, und damit willkommen zurück zu 911 Scales. Laura, wir fahren wieder Panamera. Ja, richtig schön sogar. Ganz klassisches Auto, komplett in Silber. Und ist auch wieder ein 4SE Hybrid. Also ja, sowas, was wir im November schon mal gefilmt haben. Genau, nur das Fahrzeug hier ist halt einfach vom Charakter wieder ganz anders gemacht. Dolomit Silber Metallic haben wir nicht so oft an einem Panamera, eher immer so schwarz, grau, die Farben. Ja. Und hier, der ist echt schön gemacht. Vor allem, was ich toll finde, der hat hinten diese Exklusiv-Design-Heckleuchten. Und ich finde, bei dem Dolomit Silber macht das richtig gut. Ja, das stimmt. Also das ist echt ein krasser Unterschied. Auch von den Rädern wirklich alles in Silber. Auch wieder ein sehr edles Auto, ähnlich wie der Turbo, den wir mal gefilmt haben. Ja, wieder sehr, sehr stimmig. Dann hier innen schön schwarz gehalten, Volllederausstattung. So wie es für ein Panamera gehört. So muss es sein. Ja, natürlich, dadurch, dass wir das Auto schon mal gefilmt haben, das Video wird jetzt hier ein bisschen anders. Bei dem alten Video, da war es ja doch wirklich sehr auf Langstrecke, Verbrauch, allen drum und dran, Luxus. Und da haben wir ja doch den dynamischen Teil ein bisschen ausgelassen. Und hier, das wird jetzt einfach wieder so ein ganz klassisches Eintagesvideo. Und deswegen schnappe ich mir den Panamera und dann sehen wir uns gleich im Odenwald wieder. Weil ja, mit 560 PS, das ist schon wirklich sehr, sehr sportlich Performance, der hier am Tag liegt. Auf jeden Fall. Vor allem auch für die Masse von dem Fahrzeug, ja, immer. Er hat ja wirklich ein hohes Gewicht, über 2 Tonnen, deutlich drüber, und 560 PS, die machen sich da ganz gut. So, bevor wir gleich hier ein bisschen Spaß auf der Landstraße haben, die Launch Control auf alle Fälle mal ausprobieren. Das habe ich nicht beim letzten Video auch komplett vergessen. Aber gut, dass hier in der Zwischenzeit ein neuer Vorführer vorhanden ist. Ja, ein Dolomit Silber Metallic. Sieht so ein Panamera auch richtig nice aus. Auch die 21 Zoll Räder auch schön hell in Silber. Nichts abgedunkeltes, nichts in schwarz Hochglanz lackiert. Die neue Front erkennt man jetzt auch mal ein bisschen besser als bei dem anderen, der komplett tief schwarz Metallic war. Vorne Matrix LED-Licht haben wir natürlich. Und ihr seht auch schon hier die beiden Sensoren für den Radarabstandshalter. Das Fahrzeug hat auch komplett das Porsche InnoDrive mit an Bord. Ja, vom Motor her gibt es beim Panamera ja nur 2 Auswahlmöglichkeiten. Hier der V6. V8 wird es ja auch noch als Turbo SE Hybrid geben. Und hier der V6 in der stärksten Variante. Twin Turbo sehen wir hier die beiden Saugrohre. Und dann 440 PS plus 136 PS vom Elektromotor, was dann in 560 PS resultiert. Ja, sonst braucht man hier eigentlich nicht viel zeigen. Kleiner Designunterschied, dadurch, dass das hier der Hybrid ist, hatte auch das Acid Green diese Umrandung, was sich auch im ganzen Fahrzeug dann widerspiegelt. Sonst wäre das hier einfach rot für den S oder normal in keiner Farbe für den normalen Panamera 4. Räder 21 Zoll vorne und hinten. Die Bremsanlage haben wir in rot lackiert, kein Acid Green und auch nicht in schwarz Hochglanz, was auch noch zur Auswahl stehen würde. Ja, 275er Reifen vorne und hinten haben wir sogar 325er auf den Pilot Sport 4S. Ja, einer wirklich der guten Performance-Reifen, die auch noch für den Alltag nutzbar sind. Alles andere wäre totaler Overkill für so ein Panamera. Hinten natürlich auch, wie wir es kennen, das neue Leuchtband, was an die Macan erinnert. Geht komplett durch, sieht richtig schick aus. Hat auch eine coole Animation, wenn man das anmacht, das Fahrzeug, und es dunkel ist. Hier habe ich es jetzt einfach mal so auf dem Abblendlicht, dass ihr seht. Wir haben auch die Exclusive Design Heckleuchte. Wir haben keine Modellbezeichnung. Sportendrohre haben wir natürlich auch. Und was auch neu ist, dadurch, dass es jetzt hier das Facelift ist, ist da unten dieser Unterteil, ich sage mal in Anführungszeichen, der Fake-Diffusor. Der ist auch in Wagenfarbe hier in Dolomit Silber Metallic lackiert. Hinten im Interieur unterscheidet sich dieser Panamera von den anderen, die wir bisher hatten. Der hier hat die Sitzbank, das heißt, da ist noch ein extra Anschnaller, ein Notsitz. Dann kann man hier auch zu dritt hinten Platz nehmen und vorne die 4-Zonen Klimaautomatik. Wir sehen sie hier. Das ist
dann auch ein schönes Touch-Display, hat aber nicht so viele Funktionen, als wäre das die geteilte Sitzbank mit dem größeren Display. Und da sehen wir auch die ambiente Beleuchtung mit dem Bose Soundsystem. Vorne ganz normal, wie wir es kennen, schwarzes Glattleder mit 14 Wiege Komfortsitze, auch meine Wahl für jeden Panamera. Die kommen natürlich auch mit Memory-Paket, was wir uns hier in 2 Stufen einspeichern können. Ja, und sonst wurde noch dieses Holz verbaut, das überlackiert ist. Ist auch ganz fein, passt gut zu so einem Charakter von einem Panamera. Mal was etwas klassischeres als Carbon oder Aluminium. Was auch ganz cool ist, man kann sich das hier auch beledern lassen. Das wäre bei Schwarz dann aber wirklich sehr dunkel und wird gar keinen Kontrast mehr geben. Deswegen finde ich, passt das hier ganz gut. Ich bin wieder weit rausgefahren, exakt 60 Kilometer in den Odenwald und wir haben einen Verbrauch von 5 Liter. Akku war halb voll geladen, hatte 18 Kilometer Reichweite und den hat er jetzt auch im Hybrid-Auto-Modus komplett aufgebraucht. Das funktioniert aber auch immer nur in Verbindung, wenn das Navi aktiv ist. Und wen es auch noch interessiert, der elektrische Verbrauch, sind wir gerade bei 16,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, aber so viel dazu, da habe ich im anderen Video schon viel erklärt. Ja, denn auch wie in dem Video, ich bin eigentlich immer noch der Meinung, wenn Panamera, dann Hybrid, nicht nur wegen dem berühmten 0,5% für Geschäftswagen, da ist auch wichtig, die laufen irgendwann mal wieder aus und dann seid ihr wieder bei 1%, sondern einfach, das passt perfekt zum Charakter. Der Verbrauch ist halt so wie früher beim Diesel und wenn man den regelmäßig an die Steckdose hängt, dann ist er wirklich sehr niedrig. Da kommt kaum noch ein normaler, reiner Verbrenner hinterher und man hat ja trotzdem noch die geniale Reichweite, wie man sie von einem reinen Elektroauto leider gerade noch vermisst. Und natürlich, was wir uns jetzt hier zu Gemüte führen, den Klang, ja? Weil dieser kleine V6, ihr kennt den schon aus dem Cayenne S und aus dem Macan GTS, der klingt halt tatsächlich recht geil. Und ja, 560 PS, das geht jetzt hier richtig vorwärts, da freue ich mich drauf. Also packe ich mir jetzt mal wieder die GoPro fix auf die Stirn und dann nehme ich euch mit. Was ich mal machen muss, den Spurhalteassistent ausschalten. So, jetzt geht das hier mal ein bisschen gerade, weil der hält mich sonst die ganze Zeit in der Spur, was beim sportlichen Fahren doch ein bisschen nervig ist. Ja, auch dieses Auto ist schon zu schnell hier wieder für die Landstraße. So ist es halt, aber auf die Autobahn geht es auch noch. Wir fahren jetzt auch reine Verbrennerpower. Da wird nichts geboostet. Ach, die Straßenlage ist so krass. Und die Sonne ist wieder draußen. Sehr schön, das freut mich. Oh, ist das traumhaft. Einfach nur schön. Auspuff plöppelt auch ein bisschen. Porsche arbeitet wirklich sehr viel daran, die OPFs zu verbessern. Hier, das Fahrzeug ist natürlich extrem gut gedämmt, also brauche ich jetzt nicht großartig anfangen. Es wird trotzdem noch synthetisch in den Innenraum gepumpt, aber die OPFs werden immer besser. Besonders gut fand ich es beim 992 Turbo. Die geben sich da wirklich Mühe. Boah. Da fliegt er aus der Kurve. Irgendwas fliegt leider hinten im Kofferraum rum, was ein komisches Geräusch macht. Immens schnell, 560 PS. Er boostet auch immer schön mit der E-Power rein. Das macht er wirklich klasse. Und da sehen wir es schon. Hier unten lädt sich das ein bisschen auf. So schnell geht das. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, wo die Fahrradfahrer waren.
Aber die Straße ist halt einfach so traumhaft. Die ist schön breit, perfekt asphaltiert. Oh, wie der Grip ist, das ist genial. Boom, und dann geht's wieder aus der Kurve raus. Den zweiten Gang runter. Ja, das ist hier halt keine normale Limousine. Das ist wirklich Turbo Power dank Hybrid. Ja, so ist das nämlich. Der ist hier, finde ich vom Gefühl her, wesentlich schneller als der GTS, den wir hatten als Sport Turismo. Weil der E-Motor halt direkt einen rauspuncht. Jetzt heißt gleich mal Launch Control. Ah ja, Panamera kann auch einfach sportlich. Ist halt die sportlichste Limousine der Welt, oder? Gibt's noch was Sportlicheres? Ich find's nicht. Und auch als schweres Hybrid-Monstrum genial. Und er fühlt sich auch so gut an wie der GTS, ja. Also das ist halt, also auch im Vergleich zu einem Nicht-Hybrid-Panamera ist dieser Hybrid-Panamera genauso sportlich. Ich vermisse da wirklich nichts. Auf der Rennstrecke wird man einen bestimmten Unterschied merken, aber die Power ist halt einfach so krass. Wieder aus der Kurve rausmarschiert. Puh. So, und hier haben wir jetzt gleich unser schönes gerade Stück. Wenn es hier um die Kurve rumgeht, das heißt Sport Plus Modus. Langsam ran. Der sagt jetzt hier gerade 70, Leute. Es sind hier aber nicht 70. Das ist ganz wichtig. Das ist nur für Motorradfahrer. Und Abflug. Ah, das ist so genial, dieses Auto. Das bringt so Spaß. Ja, und da sind wir auch schon in Lorsch. Der Aldi-Lader ist leider besetzt, sonst hätte ich noch mal hier bisschen Strom hier geschnurrt. Björn haben wir auch wieder dabei. Und ja, das heißt Vika Maske, ne? Das ist immer toll, oder Leute? Das ist genial auf den Videos, ne? Was wir jetzt machen, einmal zeige ich euch nochmal dieses coole Feature mit der Batterie hier auf dem Display und dann fahren wir nach Mannheim. Schöne Autobahn, da setzen wir aber wieder die GoPro auf die Stirn, weil den Anblick hier, den braucht ihr, glaube ich, nicht so lange ertragen. Ne? So, wir sind jetzt noch bei 8,8 Liter Verbrauch. Als wir vorhin von dem etwas sportlichen Punkt losgefahren sind, waren wir bei 11 Liter. Fahrzeug im Prinzip jetzt wirklich nie geladen. Sind gerade wieder bei 3 Kilometer rein elektrischer Reichweite und das hier ist ja cool. Der zeigt einem das in der Karte an, was diese 3 Kilometer bedeuten. Also mit diesen 3 Kilometer kann ich eigentlich durch ganz Lorsch fahren. Und was cool ist, wenn man unterwegs ist, dann updatet er das auch. Ja? Das läuft jetzt nicht perfekt, sondern das braucht immer mal so ein bisschen alle paar Sekunden. Updatet er den Bereich um den eigenen Standort drumherum. Und das wird einem auch hier in dieser Karte angezeigt. Also wenn ich hier durchwähle, dann sehe ich auch hier in dieser Karte tatsächlich diesen Bereich. Und das ist, finde ich, tatsächlich echt nice, dass man selbst das da sieht. Da hat Porsche wirklich an alles gedacht. Und jetzt werde ich mir mal die GoPro auf die Stirn setzen und dann sehen wir uns hier auf dieser Autobahn wieder. Der aktuelle Akku hat jetzt über 17 Kilowattstunden anstatt über 14 Kilowattstunden vorher. Ja, 50 Kilometer statt 40 Kilometer. Das ist von der Reichweite wirklich ein bisschen angenehmer. Und auch hier auf der Autobahn ist Hybrid gar nicht mal so nachteilhaft, wie das ja manchmal gesagt wird. Das sehen wir auch gleich. Hier sehen wir es jetzt schon gerade, wenn wir die Autobahnabfahrt runtersegeln. Und er boostet gleich auch die ganze Zeit.
Das habe ich aber schon mal in einer anderen Review sehr detailliert gezeigt. Wenn ihr an einem Panamera Hybrid Interesse habt, dann kann ich es euch auch wirklich nur empfehlen, die andere Review sich anzuschauen. Da geht es wesentlich detaillierter, auch um den Hybridantrieb und um die verschiedenen Ausstattungen. Jetzt gehen wir mal Sportmodus. Und Abflug. Ja, so schnell sind wir schon wieder auf Geschwindigkeit. Aber es ist relativ voll. Wenn ich im Hybridmodus gehe, dann wird er gleich auch direkt segeln. Ja, das macht er nicht immer alles direkt automatisch. Das macht er nicht immer alles perfekt direkt. Aber wir werden es gleich sehen. Jetzt gerade nochmal wieder schön frei. Ich kann aber euch nochmal das InnoDrive zeigen. Das können wir mal so auf 200 einstellen. Da sehen wir, dass hier PID steht. Das ist für das Porsche InnoDrive. Das ist halt nochmal eine etwas weitere Entwicklung, als wie es vorher war. Jetzt erkennt er auch die Verkehrsschilder und wird die Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Während der Björn hier noch nebenbei ein bisschen filmt. Davon dürft ihr euch nicht stören lassen. Ja, und so sind wir hier ganz easy mit 200 auf der Autobahn unterwegs. Hält die Spur von alleine, macht alles perfekt. Und das ist super angenehm. Und wir haben natürlich hier auch noch den Sport Response Button, den können wir drücken. Und dann geht es auch noch ein bisschen schneller voran. Mit 560 PS. Er ist wirklich turboschnell. Das ist irre, wie der Hybridantrieb hier nochmal mitwirkt. Und auch jetzt diese leistungsgesteigerte Variante bei dem 6-Zylinder. Vorher waren es ja die 330 PS. Biturbo, jetzt sind es 440 PS. Und hier sehen wir es jetzt wunderschön. Ich habe das InnoDrive angemacht. Er geht direkt in Segelmodus, regeneriert. Er boostet kurz, jetzt geht die Nadel wieder hoch. Und so ist der Verbrauch auch auf der Autobahn humaner als mit einem normalen Verbrenner. Und das ist halt wirklich, was man auch vielleicht noch sagen muss, auch wenn jetzt vielleicht das kostentechnisch bei so einem Auto, was ja wirklich 150.000 Euro kostet, nicht so wichtig ist, jetzt 3-4 Liter weniger Sprit zu verbrauchen. Ich finde es vom Komfort aber wirklich ein Zugewinn. Gerade in den geringen Geschwindigkeiten, in der Stadt, Stop and Go, mit einem Radarabstandshalter, das kann so kein Verbrenner. Ja? Also der bremst dann auch, aber ruckelt immer ein bisschen beim Anfahren. Und dann gibt es halt diese doofen Geschwindigkeiten, sowas wie 35, 36 und so weiter. Während wir gerade wieder raus beschleunigen. Und bei den Geschwindigkeiten ist das beim Verbrenner immer so, bei diesen niedrigen, der weiß nie so wirklich, in welchen Gang er sein will. Und dann zuckelt es immer so ein bisschen. Und bei dem hier hat man wirklich nie das Problem. Es ist super angenehm. Wir können ja mal den Blinker setzen. Vielleicht sind die Leute so lieb. Jawohl. Klasse, ganz lieben Dank. Und da kriegen wir mal richtig Geschwindigkeit drauf. Ist das nicht irre? Das ist so heftig. Und das Surreale bei so einem Panamera ist halt, wie ein Taycan, sitzt wie ein Brett, ist super leise und man merkt es gar nicht, wie schnell man fährt. In einem 11er würde ich jetzt ja schon wesentlich lauter reden. Aber in diesem Luxusschiff ist super tiefenentspannt. Auch der Motor im normalen Modus unter Volllast ist auch super leise. Erst wenn man dann in Sportmodus geht, ne? Dann geht die Klappe auf, der Sound wird auch in den Innenraum gepumpt und dann hört man ein bisschen mehr. Und zack, stehen da schon wieder 200 auf dem Tacho. Einfach so. Das ist genial mit so einem Panamera. Und jetzt kommen hier gleich die 120 und das wird er uns auch hier gleich ansagen und entsprechend die Geschwindigkeit runterregeln. Ja, da zeigt das an, hier die 120 im Blau angezeigt.
wir wechseln mal rüber, wir müssen hier eh runter, dann kann der Rest noch durch. Und das ist halt das Schöne jetzt an diesem Porsche InnoDrive-System. Das war auch schon beim 992 Turbo Cabriolet, was ich euch gezeigt habe. Da diese blauen Bereiche, da kommuniziert das InnoDrive halt wirklich mit einem als Fahrer, zeigt einem das an. So wird man wirklich nie überrascht. Das ist super angenehm. Und er zeigt einem auch noch Kurven an, wofür er dann entsprechend die Geschwindigkeit runterregelt. Dass er halt nicht mit 120 die Autobahnabfahrt nimmt, sondern sich entsprechend anpasst. Oder auf Landstraßen, dass er da Kurven nicht zu schnell nimmt. Ja Leute, und so sieht man mit einer GoPro auf der Stirn aus. Das ist doch ein genialer Anblick, oder? Ich frage mich immer manchmal, was die Leute denken, wenn die so ins Auto reingucken und uns beide hier so sehen. Ja, ich hoffe, euch hat es wieder gefallen mit Panamera. Jetzt mal noch mal so ein bisschen inhaltlich die Lücke gefüllt zu dem anderen Video. Das andere Video, sage ich mal, ist realistischer von Einsatzzweck hier. Das ist jetzt einfach Porsche Sportwagen, was ein Panamera halt auch kann. Ja, und wenn euch das gefallen hat, lasst gern einen Daumen oben da. Kommentiert, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, freut mich immer. Gerade auf Kommentare, die dann Autos vorschlagen, wie damals mit dem lava-orangenen Boxer T oder auch einen 981er, der war jetzt leider verkauft. Ihr könnt gerne Autos vorschlagen bei den Gebrauchtwagen vom Porsche Zentrum Mannheim. Ja, und lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Halla, ciao! So Laura, kannst du mir jetzt den Unterschied zwischen Rhodium Silbermetallic und Dolomit Silbermetallic zeigen? Selbstverständlich, da gucken wir uns doch mal genau die Details der Farbe an. Nein!